Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Neu wieder unsere Hunde und mit Freude präsentiere ich Ihnen heute den Hoverwart-Mix Jerry und seinen Haverer, den Berner Sennenhund Bobby. Ja, Christian, der Besitzer von Endra, dem schönen Riesenschnauzer-Mädchen, welches ich ja schon vorgestellt habe, der war auch Besitzer dieser beiden Rüden. Nun, war deshalb, weil beide nicht mehr unter uns weilen. Christian fragte mich, ob er sie den noch ein letztes Mal in die Welt rausschicken könnte, und das möchte ich hiermit gerne tun. Im Jahre 2005 war es, als Christian das Haus seiner Großeltern erbte. Sofort war ihm klar, hier fehlt ein Hund. Etwa zur gleichen Zeit erfuhr vom Besitzer eines Bauernhofes, an dessen Stadel Christian als Zimmermann arbeitete, dass seine Rotti, Sennenhund Collie Mix Hündin, von seinem Hoverwart-Rüden gedeckt wurde und 8 Wochen zuvor 11 gesunde Welpen geworfen hat, wovon allerdings bis auf 2 Rüden schon alle weg waren. Ja, nach getaner Arbeit kam es auf den Lohn zu sprechen und Christian sagte, ich hätte gerne diesen kleinen, dicken, schwarzmarkenen Rüden. Und so kam es, dass Jerry bei ihm einzog. Jerry entwickelte sich prächtig. Doch Christian hatte noch nicht genug. Er suchte nach einem zweiten Hund. Und nach intensivem Studium vieler Hundebücher entschied er sich für einen Berner Sennenhund. Vortreffliche Wahl. 2006 war es, als Bobby, ein Rüde aus guter österreichischer Zucht, das Rudel verstärkte. Jerry, der Hoverwart-Mix, wuchs auf 63 cm Schulterhöhe heran und brachte zu seinen besten Zeiten etwa 45 Kilo auf die Waage. Ein ziemlich kapitaler Junge. Doch Bobby zog ihm leicht davon. Der wies eine Schulterhöhe von 67 cm auf und war knapp 50 Kilo schwer. Berner Sennenhund. Beide wurden ein unzertrennliches Paar. Ja, es hat zweimal heftig zwischen ihnen gekracht, als sie knapp 4 Jahre alt waren. Also Bobby war damals etwa 3,5 Jahre. Doch Christian ging da hart dazwischen und gab beiden zu verstehen, dass das nicht geduldet wird. Er sagte mir, dass sie danach bis an ihr Lebensende ausnahmslos friedlich zusammenlebten. Christian beschrieb mir Jerry, den Hoverwart, als Hund, der extremen Witterungsbedingungen trotzte, sei es Hitze oder Kälte. Als Hund mit äußerst ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb, der sich so zeigte, indem er kräftig zu bellen begann, wenn sich jemand dem Grundstück näherte. Und wenn das nichts half, dann sprang er gegen das Tor. Brack! Einmal wagte es eine Person, über das 1,50 Meter hohe Tor zu greifen. Jerry schlug zu und zog diesem Herrn die Lederjacke aus. Ja, auch den Kindern gegenüber zeigte er enormen Schutztrieb, denn als einmal eine Bekannte ein Kind der Familie hochhob und das zu schreien begann, packte Jerry diese Dame am Oberschenkel bis zu. Doch zum Glück dürfte das nur ein Warnbiss gewesen sein, denn bis auf einen Bluterguss, eine Schwellung, nahm die da nichts mit, also es gab keine Fleischwunde oder ähnliches. Jerry besaß nur gering ausgeprägten Spieltrieb und war eher kein Sportler in der Manier eines Gebrauchshundes. Ja. Aber er liebte es, bei Wanderungen und Geländeläufen dabei zu sein. Allerdings konnte aufkommendes Gewitter zum Problem werden, denn Jerry war absolut nicht schussfest. Das ist eine Sache, die ich gut kenne. Unser erster Hund, der Boris, ein GH3-Hund, dem interessierte die 6 mm oder 9 mm bei der Schutzarbeit absolut nicht. Doch zu Silvester, Gewitter, ich kenne das Problem. Ja. Anderen Hunden gegenüber benahm sich Jerry gut, allerdings ging er keiner Herausforderung aus dem Weg. Jerry war ein äußerst robuster Hund, der den Tierarzt nur zum Impfen sah. Er wurde 14,5 Jahre alt und Christian sagte mir, dass er ihn sich sofort wieder nehmen würde. Bobby, der Sennenhund, war ein sehr triebiger, beweglicher Vertreter seiner Rasse. Auch er war leidenschaftlich gern dabei, wenn es um Wanderungen oder Geländeläufe ging. Doch hatte er anders als Jerry schnell mit Hitze zu kämpfen. Worauf sich Christian aber natürlich einstellte. Er war sehr lernwillig und gut
trainierbar und wie Jerry ein ausgezeichneter Wächter. Doch anders als der Hoverwart-Mix stellte Bobby nur. Er hätte nicht zugeschlagen, vermutet Christian. Doch aufgrund seiner Optik reichte seine Einstellung hierbei völlig aus. Alles in allem erlaubte die Kombination von Bobby und Jerry einen sorglosen Schlaf bei geöffneter Terrassentür. Ja, würde ich auch so sehen. Bobby war ein sehr selbstsicherer und nervenstarker Hund. Deswegen suchte er eigentlich nie Streit mit anderen Hunden, was aber nicht bedeutete, dass er bei ernstem Stress die weiße Flagge hisste. Bei einer Ausstellung in Kärnten bedrängte ihn ein Rüde einmal derartig, dass dieser Sennenhund mit ihm in den Ring stieg und es zu einer recht kapitalen Rüdenfetzerei kam. Doch das waren nur Ausnahmen. Bobby stellte einen Ein-Mann-Hund dar, sagte mir Christian, der alle liebte, ganz besonders die Kinder. Der aber gleichzeitig auch alle ausblendete, wenn Christian zu Hause war. Dann gab es nur ihn für Bobby. Bobby wurde 10 Jahre alt und genau wie Jerry würde Christian sich auch ihn wiederholen. Ja, Bobby und Jerry. Ein tolles Team, möchte ich sagen. 2 tolle Hunde, wunderschön. Ich würde sagen, Jerry kann den Hoverwart nicht wirklich abstreiten. Nun, vielleicht doch ein wenig, aufgrund seiner Abneigung zum Gebrauchshundesport. Denn soweit ich mitbekommen habe, war er nicht unbedingt der Lernwilligste, wenn es zu Kommandos kam. Ein Sportler, der gerne beim Geländelauf unterwegs war, der überall dabei war, aber eher nicht so geeignet für den Abrichteplatz, was ja nichts Schlimmes ist. Ein Top-Wächter und ein kantiger Beschützer. Toller Familienhund. Bobby, ein wunderschöner Sennenhund mit Top-Wesen, nervenstark, wachsam, kinderlieb, zuverlässig, ein Berner Sennenhund, wie man ihn sich nur wünschen kann. Ich kann verstehen, wenn Christian sagt, er würde sich beide sofort wiedernehmen. Aber lieber Christian, ich möchte dir sagen, mir geht's genauso. Auch ich würde mir jederzeit wieder meine leider nicht mehr unter uns weilenden Jungs nehmen. Aber ich bin davon überzeugt, alle meine Jungs irgendwann mal wiederzusehen. Ja, es war mir eine Ehre, diese beiden Hunde von dir präsentieren zu dürfen. Liebe Grüße ins Waldviertel. Ja, liebe Zuseher, das waren Bobby und Jerry in der Videoreihe Unsere Hunde. Ich möchte auch gerne Sie dazu einladen, mir Infos Ihres Hundes zu schicken. Wenn Sie möchten, schicken Sie mir aussagekräftige Info, vielleicht kurze Videoclips, Bilder auf meine E-Mail-Adresse. Die finden Sie am Ende der Kanalinfo. Völlig egal, welche Rasse, nix, reinrassig, wurscht. Wenn Sie möchten, schlagen Sie zu. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, Standardsatz. Ja. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.